Hallo liebe Hausbauhelden, wir sind heute mit euch bei Christoph, der im Großraum Stuttgart mit seiner 5-köpfigen Familie ein altes Haus gekauft hat, in dem es sogar gebrannt hatte. Das Ganze muss von Grund auf saniert werden und zwar in einem ganz großen Anteil in Eigenleistung. Was die Familie schon geschafft hat, was sie sich vorgenommen hat und was noch auf sie zukommt, das erzählen wir euch heute. Hallo Christoph. Hallo, grüßt euch. Vor 3 Jahren hat es hier in dem Haus gebrannt und du warst als Feuerwehrmann hier mit im Einsatz. Wie kommt es dazu, dass wir 3 Jahre später jetzt hier im Garten stehen? Ja, durch die emotionale Betroffenheit, weil so ein Elementarschaden, der zieht dir wirklich von jetzt auf gleich alles unter den Füßen weg, was gibt. Du hast faktisch nachher kein Kleidungsstück mehr, was nicht nach Rauch riecht. Und das war zu dem Zeitpunkt, ich selber, man hört es vielleicht, komme eher aus der rheinischen Ecke, da war es das Ahrtal, was kurz vorher war und wo wirklich Bekannten von mir es einmal so richtig den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ja, Feuerwehr, ich habe meine Hilfe danach auch angeboten, das Haus wieder aufzuräumen und so ist man in Kontakt gekommen. Und ja, für den ursprünglichen Besitzer hat sich rauskristallisiert, dass er sagt, das Thema ist ihm zu groß. Und dass er sich vom Objekt trennen möchte. Und zu dem Zeitpunkt haben wir auch erfahren, ja, bei uns kommt nicht nur das zweite Kind, sondern das zweite Kind werden 2. Und dann waren die ursprünglich geplanten Kinderzimmer 1 zu wenig. Und dann war die Motivation auch schon da, was direkt am Ort hier zu haben, in der Dimension, wie wir es ursprünglich auch mal, oder so wie ich es mir am liebsten gewünscht hätte. Meine Frau hat einen Moment länger gebraucht, um sich davon überzeugen zu lassen. Und ja, so sind wir dazu gekommen. Wir waren ja vor 1,5 Jahren das erste Mal hier bei euch und da war im Haus noch alles schwarz. Es roch nach Rauch. Es war überhaupt nicht abzusehen, wie man da jemals mit einer Familie einziehen kann. Was habt ihr denn seitdem alles schon gestemmt und gemacht? Ja, wir haben uns gründlich Gedanken gemacht, wie es denn funktionieren kann, wie sowas auch finanziell kalkulierbar ist. Weil es so unkalkulierbar aussieht und haben dann angefangen, in Eigenleistung das Haus bestmöglich zu entrümpeln, das was möglich war und dann zusammen mit dem Brandschadensanierer die Baustelle erstmal sogenannt weiß zu kriegen, sprich schadstofffrei zu kriegen. Und das war ein riesen Act, ein riesen Aufwand, aber es hat sich gelohnt bis jetzt. Wir gehen da gleich mal reingucken. Kommt mit. So, wir sind jetzt, glaube ich, in eurem zukünftigen Wohnzimmer angekommen. Ja, Teil vom Wohnzimmer. Ja. Weil das, was man im Garten hat, darf man auch von drinnen sehen. Und von daher dachten wir uns, ja, was machen wir mit so einem Anbau, der ursprünglich auch schon mal rangebaut worden ist und nachträglich kam. Und dann haben wir gesagt, ja, wir entscheiden uns für eine Panoramascheibe. Auch keine Selbstverständlichkeit, vielleicht auch eher oldschool, kommt immer mehr zurück. Ja, und hier ist die Möglichkeit dafür da. Das ist jetzt, glaube ich, das maximal mögliche Maß, was hier für so ein Kunststofffenster möglich ist. Was habt ihr hier für Abmessungen? 3,40 Meter haben wir. 3,40 Meter haben wir und 1,70 hoch. Das war die Grenze. Da war, ja. Mehr war nicht zu machen für den Preis. Und neue Fenster habt ihr ja überall drin und ihr habt ja teilweise, wie man sieht, auch Stahlträger einziehen müssen. Einmal natürlich, weil hier auch tragende Wände rausgekommen sind und es sind ja auch ein paar neue Wände reingekommen. Genau, also wir haben jetzt den freien Blick einmal quer durchs Haus und haben Fenster geändert. Man sieht es hier wunderbar. Unten ein kleineres Fenster, das sogenannte Blumenfenster früher, was immer so ein bisschen leicht nach außen versetzt war. Das haben wir zurückgenommen, haben es angepasst, auch mit zusätzlichen Stahlträgern. Bisschen aufwendiger von innen Stahlträger zu setzen, außen Stahlträger, weil da ist natürlich die ganze Giebellast drauf. Im Bestand umzubauen, möglich, wenn man sich an ein paar Spielregeln hält. Und ansonsten haben wir hier wirklich Wände rausgerissen, Stahlträger eingezogen, überall da, wo es nötig war, Räume komplett voneinander wieder separiert, um einfach hier einen schönen
Wohn-Ess-Bereich zu haben und dann auf der anderen Haushälfte zum einen einen Privatbereich von den Eltern zu haben. Da haben wir dann ein Schlafzimmer, eine Ankleide und ein Badezimmer, aber auch noch ein Gästebad zu integrieren. Und dann haben wir das Treppenhaus seitlich vom Haus, nicht zentral. Und ihr habt ja wirklich auch wirklich alles mit in Eigenleistung bekleidet. Warum tut man sich sowas an? Weiß ich auch nicht. Im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung, die wir ganz am Anfang auch schon getroffen haben. Und man wächst ins Haus rein, man wächst mit dem Haus. Man hat die Möglichkeit, ad hoc Sachen zu ändern. Ganz kleines Beispiel war die Maximalhöhe von unserem Fenster. Wo wollen wir es denn hinhaben? Ursprünglich hatten wir es in den Plänen etwas niedriger drin. Wir standen drin, haben den Raum erlebt und haben gesagt, das geht so nicht. Und dann haben wir den Stahlträger einfach höher gesetzt. Das funktioniert, wenn du in einer Sanierung bist. Und ihr habt natürlich, dadurch, dass ihr hier in der Nähe auch wohnt und jetzt keinen so ganz engen Zeitdruck habt, auch was Finanzierung und Parallelbelastung angeht, die Möglichkeit, euch die Zeit zu lassen. Denn ihr seid ja jetzt schon fast 2 Jahre am Umbauen. Ja, und das muss man, glaube ich, mehr als nur ein Ausrufezeichen dran setzen und mehr als nur hervorheben. Man braucht ein Netzwerk und man braucht Familie, die wirklich genauso mit anpackt, als ob es ihr eigenes Ding wäre. Super. Schauen wir mal nach oben, weil ich glaube, da hat sich richtig viel geändert. Da habt ihr einen Holzbau teilweise, also einen Dachstuhl und neue Wände eingezogen. Und da gibt es noch ein paar Themen. Wenn wir jetzt hier hochkommen, sehen wir, dass hier schon teilweise ganz schön Hitze war, als alles verschmurgelt. Aber man muss ja noch mal sagen, das Obergeschoss war nur rauchbelastet, da hat es nicht gebrannt. Man sieht ja auch alte Holzsubstanz und was hier neu ist, ist in dem Fall nicht beschädigt. Aber du sagst als Feuerwehrmann, die Rauchbelastung ist auch das Schlimmste. Ja, also eine thermische Belastung, die nimmt man wahr, die verändert Struktur. Ganz klar. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir es komplett aufgemacht haben, um reinzuschauen. Aber das, was jeder wahrnimmt, ist Rauch. Das ist wie früher in der Kneipe. Rauch ist überall und den nimmst du mit nach Hause, beziehungsweise der ist einfach auf allen Oberflächen vorhanden. Und die galt es wirklich loszuwerden und nachhaltig loszuwerden. Und deshalb die Kooperation mit dem Brandschadenssanierer da auch, um wirklich eine Sicherheit zu haben, dass man sich keinen Gefahrstoffen aussetzt, aber auch, dass man es nachhaltig gut bewohnen kann. Wir sehen schon, hier ist jetzt ganz viel Tageslicht reingekommen, unter anderem durch die Dachflächenfenster. Hier überall haben wir euch ja auch schon mal ein Video gedreht, wie die neuen Fenster hier eingebaut worden sind. Und hier oben sehen wir jetzt, ist eine völlig neue Grundrissaufteilung entstanden. Also ihr habt nicht nur das Dach aufgemacht mit Gauben, sondern ihr habt eben auch gesagt, hier, wir ziehen jetzt hier diese Holzständerwände rein und schauen wir uns mal die Kinderzimmer an, oder? Das können wir gerne machen. Hier ist das neue Bad. Ja. Und hier kommt euer Ältester rein, der hat wirklich ein schönes, großes Zimmer. Richtig. Wer eben mitgezählt hat, einer war da, 2 Jungs kamen hinterher, also brauchen wir in Summe 3 Kinderzimmer, ein Badezimmer hier oben mit dazu und haben dann die Möglichkeit auch noch hier oben 2 Büros mit im Dachgeschoss unterzubringen. Wir wollen den Zweifamilienhauscharakter aber auch weiterhin behalten. Das heißt, wir achten in der Planung darauf, dass wir wirklich im Erdgeschoss einen Wohnbereich haben und im Obergeschoss einfach auch eine wertige zweite Wohnung haben, die sauber voneinander abgetrennt ist, weil irgendwann sind die Kinder wieder aus dem Haus. Das merke ich gerade bei meinen Eltern. Einer eurer Meilensteine war wahrscheinlich, dieses komplette Dach einmal runter und völlig umzuplanen und neu drauf. Warum macht man sowas? Ja, wir haben es kurz durchgerechnet. Es gab einmal die Möglichkeit, um es auf einen energetischen Standard zu bringen, dass du nochmal deine alten Sparren aufdickst oder viel Aufdachdämmung drauf machst. Statisch hat uns der Dachboden ein bisschen gestört. Er hat ein 2-Ständer-System gehabt. Wir haben es jetzt auf 1 Ständer zurücknehmen können. Und so ein alter Dachstuhl, den musst du halt statisch aufqualifizieren, wenn du Änderungen vornimmst. Das heißt, Beilaschen, viele Arbeiten, die ein Zimmermann direkt hier vor Ort macht.
Und dann haben wir Angebote verglichen und dann hat der Zimmermann unseres Vertrauens gesagt, neuer Dachstuhl kostet das Gleiche. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt die ganz große Hafenrundfahrt, jetzt reißen wir das Dach komplett runter. Und das war auch der Punkt gewesen und bis jetzt Gott sei Dank der einzige Punkt gewesen, wo ich, als der Dachstuhl komplett runter war und nur noch hier so die nackten Wände hier oben standen und es da auch noch einmal ein bisschen gewackelt hatte, ich sagte, gut, hier ist das Projekt jetzt vorbei, jetzt schieben wir den Haufen zusammen und fangen neu an. Gott sei Dank haben wir es nicht getan. Und das ist jetzt hier auch schon dieser Hauptbalken, der da die Last abträgt und runtergeht, ne? Genau, das ist die Fortführung von der Hauptfirststütze unten auf die tragende Wand. Die tragenden Wände hier oben waren alle in Holzständerbauweise erstellt. Und daran haben wir uns hier auch gehalten und haben nochmal schnell einen 20 auf 20 Eichenbalken eingezogen. Das war mit viel Muskelkraft, die Treppe hoch zu bewegen. Ja, das glaube ich. Und man kann jetzt hier auch ganz gut sehen, wir haben hier Kinderzimmer 2, hier Kinderzimmer 3, hier gibt es einen Spielflur mit einem Aufgang nach oben. Hier kann man sehr gut sehen, was ihr durch diesen neuen Dachstuhl auch gewonnen habt, ne? Also ja. Es ist ja einfach auf beiden Seiten dann da so eine Schleppgaube dazu gekommen. Das heißt, ihr habt hier wahnsinnig viel Raumhöhe, Stehhöhe auch gewonnen und einfach das Dachgeschoss insgesamt total aufwerten können, ne? Wir haben jetzt auch die Sicherheit dadurch, dass wir wirklich nochmal einen umlaufenden Ringanker aus Holz nochmal hergestellt haben, dass wir nochmal einen anderen Lastabtrag ins Mauerwerk reinkriegen. Und das hat uns viel Freiheiten gebracht, was auch im Erdgeschoss da sichtbar ist, dass wir einfach mit Wänden besser spielen konnten. Ihr saniert ja auf den Standard Effizienzhaus 55 EE, da kommen wir nachher noch dazu. Ihr wollt auch eine Photovoltaikanlage. Ja. Aber wir sehen ja jetzt schon, wir stehen jetzt hier auf dem Rohfußboden, ihr habt ja alles abgetragen, dass es hier so eine Stufe rausgeben wird. Das bleibt auch so. Ja, kleine Kompromisse, die man eingehen muss. Wir brauchen halt ausreichend viel Dämmung überhalb vom Anbau. Und damit haben wir eigentlich das neue Terrassenniveau geschaffen. Und das führt im Obergeschoss dazu, dass die Höhen nicht mehr so sind wie früher, sondern wir müssen quasi die Höhe von der Dämmung auch wieder ausgleichen. Ergibt eine kleine Stufe nach außen, wir kommen noch ein bisschen höher. Aber das ist einfach der Kompromiss, den wir aber versuchen sinnvoll in Szene zu setzen, indem wir die Stufe bewusst ein bisschen größer machen. Und so kannst du einfach dann hier auch nochmal auf der Stufe sitzen. Sehr gut. Diesen oberen Bereich schauen wir uns jetzt auch noch an, den habt ihr ja quasi komplett neu nutzbar gemacht. Das war vorher einfach ein kaltes Dach. Auch da gibt es beeindruckende Bilder. Schauen wir doch mal, wie es da jetzt aussieht. Ja, hier oben ist jetzt völlig neuer Raum entstanden. 2 große Fensterelemente, 3 Dachflächenfenster. Du freust dich schon auf dein neues Büro, oder? Auf jeden Fall. War eine bewusste Entscheidung zu sagen, komm, wir nehmen die Südseite für die PV-Anlage. Die hat einfach einen nahezu perfekten Winkel für uns. Und auf die Nordseite machen wir Dachflächenfenster mit rein, um Licht zu haben und hoffentlich möglichst wenig direkte Sonneneinstrahlung. Dadurch, dass wir die Giebel auch neu aufgebaut haben, um von der Statik her nochmal besser organisiert zu sein, haben sich auch die Fenster ergeben und damit einfach echt ein wundervoller Raum. Und ihr habt euch entschieden, jetzt im oberen Bereich alles auch mit Holzfaserdämmung zu machen. Jetzt habt ihr ja unten eine andere Bausubstanz und da ergeben sich ja so ein paar Probleme, weil ihr braucht eine durchgehende Außendämmung, ne? Richtig, also wir haben hier oben komplett Holz aufgesetzt. Ein Teil war, die Idee Holz war eigentlich auch schon da, weil wir haben ein ausgemauertes Holzständergeschoss gehabt und sind dann mit den Giebeln hochgegangen, haben die Giebel wandbündig auf die alte Außenwand gesetzt und voll ausgedämmt und können dann hier oben noch final mit Holzfaser ausdämmen, den Bereich des Giebels. Unten auf dem alten Mauerwerk gehen wir mit einer herkömmlichen WDVS hoch. Und den Materialwechsel müsst ihr praktisch machen, weil ihr sonst unten mit der Holzfaserdämmung eine andere Aufbaustärke bekommen würdet und nicht durchgehend eine gerade Wandebene da durchziehen könntet am Giebel, ne? Jetzt sind wir am höchsten Punkt angekommen, aber ihr habt ja auch zum Keller noch eine ganz dolle Geschichte, denn auch da habt ihr außenrum noch mal eine Drainage komplett gegraben, habt noch mal aufgegraben für eine außenliegende Perimeterdämmung, für eine Kellerdämmung. Ihr habt auch noch was getan, dass euch von unten keine Feuchtigkeit hochsteigt. Das sind unfassbare Aufwände, die ihr da betreibt und da würde ich gerne auch noch mal kurz hingucken. Also es sind Aufwände, die man treiben kann, aber nicht muss.
ihr wolltet ja Probleme mit aufsteigender Feuchtigkeit auf jeden Fall ausgrenzen, habt deshalb von außen abgegraben, gedämmt und euch dann entschieden, dass ihr jetzt auch Raum für Raum hier den Boden rausnehmt, eine Dämmung einbringt und quasi eine neue Bodenplatte im Keller macht, unter euer bestehendes Haus. Ja, also wir haben Streifenfundamente im Haus. Wir haben die Vorgabe von der KfW, unsere Kellerdecken zu dämmen, weil wir da genauso teilen müssen, was bewohnter Bereich ist und was halt Keller ist. Und daraus ergeben sich im Keller halt wirklich niedrige Raumhöhen. Auf der anderen Seite, vom Gedankenansatz her, ich habe jetzt mein Haus außenrum super dicht gemacht, habe aber noch einen klassischen Bodenaufbau, Streifenfundamente, tragende Streifenfundamente außenrum und hier wirklich nur eine dünne Estrichschicht oder Betonschicht. Ja. Ich weiß nicht, wie es im Fachjargon heißt. Es ist nicht viel und dann kommt schon die Schüttung, ne? Genau, und da kommt so eine kapillarbrechende Schicht und darunter ist verdichteter, gestampfter Lehmboden. Und von daher, wir wollen noch ein bisschen Terrasse aufschütten. Das ist ganz gutes Material dafür. Alles klar. Und im Raum nebenan habt ihr das schon fertig? Genau. Da gucken wir jetzt auch mal kurz rein. Die 2 Haupträume, da wo jetzt der Sanitär anfangen muss, da haben wir es schon getan. Und da ergibt sich eine andere Raumhöhe einfach dadurch. Wir haben geschaut, dass wir die Fundamente nicht untergraben, sondern maximal parallel zu denen gehen. Da nochmal Dämmung einbringen, kapillarbrechende Schicht, eine Dämmung rein, dann eine Folie. Dann nochmal eine Betonplatte mit Eisenarmierung mit rein, sodass wir für mein Gefühl die Fundamente auch ganz gut integriert haben und angebunden haben und so hoffentlich viel Ruhe haben. Ihr habt also quasi euer Haus Raum für Raum tiefer gelegt? Ja, das kann man so sagen mit allem, was dazugehört. Vor allen Dingen viel Schweiß. Ihr steht jetzt hier im zukünftigen Haustechnikraum. Noch mal ganz kurz, was habt ihr jetzt noch für Schritte vor? Was habt ihr noch geplant? Was habt ihr noch zu entscheiden? Ja, wir müssen uns jetzt noch Gedanken machen, wann kommt unsere Solaranlage, weil dass wir sie müssen, ist gut, dass wir sie wollen, ist Fakt. Und sie sollte möglichst so integriert sein, dass sie profitabel für uns ist. Sprich, ich hätte sie ganz gerne vorm Estrich mit drin. Kurz, ihr müsst den Estrich trocken heizen und da können locker mal 800 bis 1000 Euro Stromkosten aufkommen, weil ihr dafür einfach diese Energie braucht schon. Ja. Ne? Wärmepumpe, genau, die muss einfach dann laufen und das wollen wir machen. Das heißt, PV-Anlage muss rein. Jetzt haben wir soweit die Voraussetzungen bestmöglich geschaffen, dass Sanitär anfangen kann, dass der Heizungsbauer mit dazukommt. Wenn die 2 Gewerke durch sind, geht es mit Elektro weiter. Auch dazu haben wir uns schon viele Gedanken gemacht. Und so werden wir hier unten Raum für Raum auch mit brauchen. Wir kommen jetzt gerade quasi aus dem Technikraum und sind jetzt hier nochmal im Erdgeschoss. Vielleicht nochmal ein Wort zur Technik, zur Heizung, zum Fußbodenaufbau. Was habt ihr da geplant? Ja, wir sind ziemlich reglementiert, was unsere Raumhöhen angeht, weil wir bauen im Bestand. Das heißt, wir möchten gerne so viel Raumhöhe wie irgendwie geht ermöglichen. Hier im Flur sieht man ja ganz schön, dass wir eine gewisse Vorgabe haben, was wir machen können. Und unser Plan ist es, auf dem Niveau, was sich hier aus dem Treppenhaus ergibt, nachher unseren Belag draufzulegen. Sprich, es bleiben 6 cm, wo wir rein können mit Fußbodenheizung. Ja, Christoph, vielen Dank. Jetzt haben wir euer Haus von der Dachspitze bis zum Keller gesehen. Was habt ihr denn jetzt noch für Arbeiten und für Gewerke vor euch? Ja, die Gewerke, die jetzt noch kommen, PV, dann kommt der Sanitär, dann kommt der Heizungsbauer, dann kommt Elektro drauf, dann kommt Verputzer, dann geht es weiter mit Fußboden und Estrich, Decken abhängen, einziehen. Und wir haben jetzt November, euer Plan ist bis Ostern oder Sommer nächstes Jahr, seid ihr drin? Ja,
Super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir dürfen noch mal kommen, wenn alles fertig ist. Ihr dürft euch freuen, wie es hier weitergeht. Und wenn ihr bis dahin noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, weil dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.